So, wir sind da und ja. Mhm. So, jetzt habe ich mal ein bisschen mein Medikit Large ausprobiert. Damit werde ich komplett aufgeheilt, aber deswegen habe ich auch ganz wenig davon. So, und hiervon haben wir gleich schon den ersten Gegner. Den schalte ich erstmal aus und werde ihn erstmal befragen, wo ich eigentlich hin muss. So, der sagt uns nicht viel, aber ich vermute mal, dass wir wirklich ganz nach oben müssen. Das wird, glaube ich, kein Problem sein. So steht da, ne, da ist nicht mal ein X zu sehen. Aber, naja, ganz oben ist er jetzt nicht weit weg. Schon der nächste Gegner. Ich muss mich mal umschauen, ob wir noch ein bisschen Ration und so haben. Hier finden. Hier ist ja sonst nichts. So, da ist zum Beispiel eine. Sehr gut. Da kann ich nicht rein. Ich sag ja, ganz oben, irgendwo bestimmt ein Terminal wird da sein. Und so, da vorne ist noch einer. Ich gehe trotzdem lieber nach oben. Sicher ist sicher. So, jetzt gucke ich mal hier. Oh, da ist ja noch so ein Ding. Na super. Gib mir mehr davon. Noch mehr. So, was ist da? Da ist auch noch einer. Ganz langsam und vorsichtig. Packen! Hi, wie geht's denn? Was geht ab? Leg dich mal hier schlafen. So, nach unten. Ist da einer? Was ist denn da auf dem Radar? Also ich sehe keinen. So, und da unten ist auch mal so ein Ding. Na super. Schön aufsammeln. Snake, du brauchst das. Und wieder hoch. Und weiter im Programm. So, hier geht's auch hoch. Gibt's hier noch was? Da ist auch noch so ein Medikit. Ration. Super. Ach, darunter will ich aber jetzt nicht, weil hier hoch geht's. Super, super, super geil. So, jetzt nur vorsichtig sein, falls da einer ist. Bin ich sonst am Arsch. So, ich sehe da gar keinen. Da ist doch... Ist da einer? Da ist doch einer. Muss wohl dahinter sein. Na, dann würde ich mal sagen, ich traue mich mal vor, nicht wahr? Ja, da steht da so ein Regierungsheini. Nicht, dass es eine Falle ist. Schnapp ihn die Snake. So. Reden wir ein bisschen. Okay, ihn haben wir schon mal.
So Leute, ich musste hier mal so einen kleinen Schnitt machen, weil ich hier kläglich versagt habe. Also nicht in dem Level, sondern eigentlich mehr im Kampf gleich. Aber dafür kann ich euch sagen, dass ich hier schon ein bisschen weiß, wo die ganzen Gegner sind. So, wow, der hat mich ja fast gesehen. Da habe ich nämlich ein bisschen was schneiden müssen und jetzt noch nachkommentieren müssen, so wie was ich jetzt mache. So, den werde ich so auswählen. Weil nämlich hier auch ein kleiner Endgegnerkampf kommt und diesen verloren habe. Ja, aus dem Grund muss ich das hier als normal machen. Aber dafür besser. Und gut. So. Den brauche ich auch nicht. Gibt's hier eigentlich... Ne, hier gab es glaube ich gar nichts. Ja, das stimmt. Hier gab es nichts. So, dann muss ich nämlich hier drunter und da hinten nämlich einen Gegner ausschalten, plus, also jetzt noch 3 Gegner ausschalten, dann müsste ich eigentlich schon wirklich da sein. Und dann kommt der Endgegnerkampf und darauf habe ich mich vorbereitet und mal schauen, wie ich ihn platt mache, denn ich kenne 2 Möglichkeiten, wie man ihn fertig macht und ich versuche eine davon. Na, ist ja klar, dass ich eine davon versuche. So, jetzt auf den Boden hauen. Das ist möglich. Jetzt weiß ich nämlich, wenn sie vor einem stehen und das aussieht, als ob es ein Bug wäre, muss man nämlich den Stick ein bisschen bewegen und schon haut er den auf den Boden mit der CQC-Technik. Ja, das hat ein bisschen gedauert bei mir, aber ich hab's hingekriegt. So, hier ist noch einer. So, der will erstmal jetzt eine Weile schlafen. Aber erstmal zielen können. Okay, und den da oben noch ausschalten. Ach ja, das wird... komm jetzt. Der kommt gleich hier rum. So, getroffen. Mal gucken, wie lange. Los, kipp um. Kipp um. Und zack, es hat funktioniert. So, und dann könnte ich mir eigentlich hier noch ein bisschen umgucken, aber hier gibt es ja auch nichts und ich kann auch nichts aufnehmen. Also ist das erstmal total egal. Und Munition kann ich wie gesagt nicht aufnehmen. Und ich gehe einfach mal zu unserem Punkt. Kann man da noch? Nee. Kann man doch noch? Nee. Hier kann man nichts mehr aufnehmen. Nee, ich weiß Bescheid. Wir gehen zu unserem markierten X. Das ist da vorne. Na, noch mal ein bisschen kurz umschauen. Intruder detected. Releasing perfect soldier. Number, no. Take him into custody. So, this is Null, the perfect soldier.
is this guy? So Leute, ich habe euch auch versprochen, hier ist der Endgegnerkampf und da habe ich verloren. Und jetzt bin ich aber vorbereitet und zwar hiermit. Und wow! Es funktioniert ziemlich gut, die Methode, die ich vorhabe, und zwar mit der Schrotflinte. Das ist nämlich die, glaube ich, die effektivste Methode. Bam, ey! Geil! Also, so habe ich es bis jetzt noch nie ausprobiert. Ich wollte es einfach mal so ausprobieren. Und es funktioniert wunderbar. Und der ist schon fertig. Geil. Why? Why do you still live? What the hell's he talking about? No man can meet the perfect soldier in battle and survive. But you won't die. Why? These moves. I know these moves. It was in Mozambique. Stay right where you are, Snake. Hey, you've been quite a handful, I'll give you that. Good work, perfect soldier. Your mission is complete. Your mission is over, no. At ease. Sure. Only a puppet after all. So, das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, dass Snake gefangen genommen wurde und wir ihn suchen müssen. Und wir haben natürlich wieder ein paar Informationen bekommen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Um ihn zu finden, müssen wir trotzdem an dem Punkt anfangen, wo wir eben ihn verloren haben. Und damit damit gehen wir nämlich jetzt vor mit den Soldaten, die wir rekrutiert haben. Ich bin gespannt, ob ich das wirklich ganz gut hinkriege. Das ist für euch, könnt ihr mal ein bisschen durchlesen. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich weiß es nicht. Da muss man, glaube ich, irgendwie einen Soldaten haben, die bestimmte Fähigkeiten haben. Aber das ist erstmal egal. Ich gehe rein und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute. Totalversagen habe ich gerade gehabt. Ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, um jetzt diesen Soldaten zu finden, der nämlich CQC drauf hat. Kein anderer Soldat. Ich habe, glaube ich, jetzt 10 Soldaten ausprobiert, die haben es echt nicht drauf, die können nur zuschlagen. Das ist der einzige, der wirklich CQC drauf hat, um die Leute in den Schwitzkasten zu nehmen und zu befragen. Wie wir sehen.
Ich habe das aber auch jetzt nicht gleich gewusst, also musste ich die Aufnahme plus die Stimmenaufnahme separat aufnehmen und werde nämlich nicht ganz synchron sein. Aber das ist, glaube ich, auch erstmal egal. Ich muss mich natürlich hier ein bisschen umschauen. Ich habe nämlich auch einen Weg die ganze Zeit gesucht und ich glaube, ich habe sogar einen. Und zwar da. Ich muss da runter zu diesem Dings da. Es geht auch ein bisschen komplizierter, indem ich einfach hinten lang gehe und da ein paar mehr Gegner ausschalte. Oder ich werde den hier ausschalten und dann bin ich eigentlich, glaube ich, schon da. Und ich glaube, ich werde, die Variante wählen. Die ist nämlich einfacher. Aber ich muss erstmal wissen, wie ich darauf komme. Das muss ja irgendwie möglich sein. Und aus dem Grund werdet ihr euch das jetzt ein bisschen angucken. Den werde ich jetzt gleich ausschalten. Und was habe ich eigentlich hier gemacht? Ach, ich habe ihn wirklich gefragt. Gut, der ist erstmal weg. Ja, ich muss irgendwie einen Weg da hoch finden, wie gesagt. Dahin will ich. Und durch das Ding kann ich mich da reinhangeln. Nur von wo aus? Ich weiß nicht mehr von wo. Oder überhaupt, wieso mehr? Ich habe es eigentlich noch nie ausprobiert. Also kann ich von hier aus darunter? Nein, geht anscheinend nicht. Okay, wollen wir mal gucken. Ich laufe da echt lang wie ein totaler Idiot. So, kann man vielleicht durch die Mauer? Nee, geht auch nicht. Wie man sieht. Irgendwie muss man da lang kommen. Ich meine, ich habe es ja geschafft. Ja, aber werdet ihr ja gleich sehen. Ich muss ja die Spannung ein bisschen aufbauen. So, mal kurz hier hoch. Von da komme ich ja sowieso. Da müsste eigentlich gleich der eine Typ liegen. Da liegt er. Jetzt glaube ich noch wie ein Beirrter hier rum. Schau mich noch ein bisschen da um. Da gibt's nichts. Und gehe hier hoch. Da oben gibt's glaube ich auch nichts zu finden. Und da ist auch gar kein Gegner zu sehen. Da ist keiner. So, kann hier runter und schaue mich gleich noch ein bisschen hier um. So. Und bupp, da hatte ich die Idee gehabt. Ich habe es da genau gesehen. Und zwar an der Stelle, wo wir nämlich sowieso schon waren. Von da aus kommen wir da runter. Aber seid überrascht oder seid gespannt, wie ich es mache. Geht das? Geht das? Und es geht. So, jetzt kann ich mich rüberhangeln. Und muss eigentlich in Richtung Moment wieder die Aktionstaste drücken, um mich wieder festzuhalten. Und hab's geschafft. Naja, dann müssen wir nur noch den General finden und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon die Informationen, die wir brauchen. Ding doing und schon haben wir ihn. So, ich frage mich nur, wo er ist. Da ist er. Den brauchen wir. So, komm her, General Schwein. Was geht ab? Und von hinten, da hinten hätten wir auch hinkommen können. Wäre nur schwieriger gewesen. Answer me. Looks like you've done quite a number on this one. Intel extracted via physical torture is unreliable. It has always been my understanding that a skilled interrogator doesn't have to resort to inflicting pain on his subject. You're right, Commander. But it all depends on the time and the place. This man used to be a member of Fox. For him, this doesn't even qualify as torture. I was simply saying hello. I see. As a fellow Fox, you know his limits. Still, it's not easy getting information out of him, is it, Cunningham? He is a tough one, I'll give him that. But his resilience will be his undoing. This time, I'll get the location of the remaining legacy, for sure. Can you do it?
It's not part of my normal regimen, but there is a way. Drugs? Truth serum won't work on a member of Fox. While he was away from the battlefield, they developed a new formula. Confessions extracted via truth serum can't be trusted. More so if you're using a stronger formula. He could fall apart before you even have the chance to question him. You know that as well as I. Why the hurry, Cunningham? It seemed the ideal way to handle it, from an efficiency perspective. All right then. But I want to talk to him first. Be my guest. Truth serums also have an anesthetic effect. If I use it before he recovers his strength, I can't make him hurt. Let's let him taste the fear a little while longer. You've been awake all this time. You'd make a formidable opponent. I can see now why you've inherited the title of boss. And yet, you are troubled. Who are you loyal to? Why do you fight? What is a country? A soldier? Have you lost sight of these things? That's why you retired from Fox. But here you are back on the battlefield. Once you've inherited the soul of a warrior, you can never leave the battlefield. Allow me to share a story. This whole business about stealing Metal Gear, it was all a setup from the beginning. The idea was the CIA's. They were planning to give the American-developed Metal Gear to the Russians, giving the enemy a new weapon of their own design. Do you know why? Enlighten me. To prolong the Cold War. The failure of its planned economy has left the Soviet Union's finances in shambles. On top of that, thanks to the boss's work 6 years ago, they lost the philosopher's legacy. The Russians can no longer sustain the massive military spending demanded by the Cold War. And now America, in addition to acquiring the legacy, has succeeded in deploying MIRVs in battle, and is moving to cement her military superiority through the ongoing strategic arms limitation talks. At this rate, the global balance of power will soon collapse, and before long the Cold War will have ended. And when that happens, the CIA's importance will have diminished considerably. The CIA is giving Metal Gear to the Russians to maintain the balance of power? Metal Gear is a weapon far more advanced than any MIRV. It would be a most valuable trump card for Moscow. One that would render SALT irrelevant. The world would move away from compromise and accommodation, and once again split in two. The age of soldiers and spies would continue. Fox's orders from the CIA were not to guard Metal Gear during transport, but to steal it, and then to pretend to defect to the Soviet Union. A clever plan on the part of the CIA, all designed to protect its organizational interests. No. No way. I don't believe it. This is what you call your country. So that's why you staged a rebellion. I will create a world I desire. Just as soldiers have need of talented officers, men have need of talented leaders. Leaders capable of granting guidance to the world. I was created for that purpose. Created? Have you heard of the Successor Project? No. It was a top-secret experiment conducted by the US government. Its goal, to create the ultimate battlefield commander. The skills to wage war, the aptitude for strategy, the endurance to return from battle alive, and the charisma to overwhelm and master the hearts of soldiers. My voice is endowed with a special power. Another product of the Successor Project. And the soldier they chose as the model leader was none other than the legend herself, the boss.
cause. I received these gifts. I inherited them. Snake, you inherited the title of boss. You were her last disciple. You and I are like brothers, and as such, I couldn't possibly kill you now. Make yourself comfortable, brother, for you're about to witness the creation of my new world. So, das Gute daran ist, wir wissen jetzt ungefähr, wo er ist, in so einem komischen Haus. Nur wir müssen eben herausfinden, wo das genau ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere Kameraden das herausgefunden haben. Jederzeit holbar, nee, das brauchen wir nicht. Das ist nicht schlimm gebrauchen. Nee, MK22 brauchen wir auch nicht. Und in der Stadt, Regierungsbeamter in der Stadt gesichtet. Gut. So, wir haben es gefunden. In der Stadt müssen wir nach ihm suchen, nach den Regierungsbeamten. Der wird uns ein bisschen mehr davon das erläutern. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich mache hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.